willkommen zu einem neuen Video. Leute, ich glaube, es wird ein sehr geiles Video heute, weil ich endlich vorhabe, alle Sachen zu machen oder euch alle Sachen zu zeigen, die ich endlich machen kann, seitdem ich keine Schule mehr habe. Wie wir alle wissen, habe ich ja jetzt endlich auch mal Abi, yay. Und ich hatte halt immer bei allen Sachen, die ich gemacht habe, die vielleicht irgendwie nichts mit Lernen oder Schule zu tun hatten, ein schlechtes Gewissen, dass ich eigentlich jetzt hätte lernen müssen. Und deswegen kann ich jetzt endlich all die Sachen machen, die ich immer machen wollte, während ich da am Tisch gesessen habe und nur gelernt habe die ganze Zeit. Und mir immer gedacht habe, irgendwann kannst du alle Sachen machen, wenn du endlich fertig bist. Ich bin jetzt gerade noch im Schlafanzug. Dinge, die ich machen kann, seitdem ich keine Schule mehr habe. Lange schlafen. Lange schlafen können wir jetzt nicht sagen. Ich bin um 8 aufgestanden, aber besser als 7. Ja, ich bin jetzt auch schon ready, wie ihr sehen könnt. Und ich würde sagen, das erste, was wir jetzt machen, ist nicht zum Strand gehen, aber zu so Klippen gehen. So, hier haben wir die Beach Bag des Tages. Da kommt jetzt erstmal mein Handtuch rein. Ich habe nämlich mein großes Strandhandtuch wieder gefunden. Und ich habe das erstmal gewaschen. Und das ist so ein riesen Handtuch. Und das kann ich dann gleich ausbreiten. Ich nehme noch ein anderes Handtuch mit. Weil wenn da kein Sand ist, dann ist es ein bisschen unbequem, nur auf dem Tuch zu sitzen, auf den Steinen. So, was brauche ich noch? Sonnencreme sollte ich vielleicht auch einpacken. Und ich muss meinen Cup hier nochmal auffüllen mit Wasser. Den nehme ich nämlich auch auf jeden Fall mit. Haargummi. Ich habe noch ein paar andere Essentials gefunden. Mein Sonnenspray, das hat auch ein bisschen Lichtschutzfaktor drin, das ist aber gut zum Tanning. Dann meine Lieblingssonnencreme, das ist die hier von Supergoop. Die ist ein bisschen voller Make-up, aber die ist die beste fürs Gesicht. Dann brauche ich noch mein Kindle. Ich lese gerade immer noch die Bücher von Freda McFadden, heißt die. Und ich lese gerade, wie heißt das? Die Ehefrau. Also da gibt es immer so verschiedene Teile. Die Ehefrau, die Kollegin und so. Das ist das gleiche wie von The Housemaid, die gleiche Autorin. Besten Bücher müsst ihr mal lesen. Und noch ein dickeres Handtuch. Ich packe jetzt die kleinen Sachen hier in meine Breezy Bay Tasche noch rein. Ah, und guck mal, das habe ich mir auch noch geholt. Das ist so ein Puder als Sonnencreme, auch von Supergoop. Das macht einfach immer hier so ins Gesicht. Und dann glänzt man nicht so von der Sonnencreme. Ich ziehe jetzt noch mal ein Bikini an und dann werfe ich nämlich einfach irgendein Kleid drüber. All black heute. Ready! Das ist jetzt mal ein fertiges Outfit. Ich habe jetzt noch Wassermelone geholt und ich habe mir zu Hause noch meinen Kaffee gemacht. Ich mache es ja in meinen Starbucks-Becher rein, weil dann fühle ich mich, als hätte ich mir Starbucks-Kaffee geholt. Aber meiner schmeckt fast genauso gut wie der von Starbucks, muss ich sagen. Back vom Strand bzw. von den Klippen und es war so heiß. Ich hatte ja hier dieses langärmelige Kleid an und ich war wirklich sehr, sehr warm. Aber ich bin, glaube ich, ein bisschen braun geworden. Seht ihr das? Ich sehe da was. Ich glaube, das ist braun. Und jetzt dachte ich mir, in meiner Mittagspause wasche ich mir meine Haare, weil da hatte ich dieses Blondspray drin und alles. Und das muss ich jetzt mal dringend auswaschen. Mal gucken, wie die aussehen. Warte. Hallo! Und das ist auch schön. Ich mache jetzt so eine entspannte Haarkur rein und wasche die richtig schön lange und pflege die richtig gut. Weil, sind wir ehrlich, als ich noch lernen musste, hatte ich gar keinen Bock, meine Haare zu waschen. Habe ich das irgendwann um 23 Uhr irgendwas abends noch gemacht und bin halt mit halbnassen Haaren schlafen gegangen, weil ich wirklich keine Lust mehr hatte nach dem Lernen, nach der Schule, die noch zu waschen. Deswegen bin ich jetzt froh, dass ich das jetzt entspannt machen kann, mitten am Tag, wenn ich eigentlich in der Schule gewesen wäre. Deswegen mache ich das jetzt eben. Wir haben jetzt gleich 1:30 und ich wasche meine Haare und danach mache ich wahrscheinlich was zum Mittagessen. Frisch aus der Dusche. Die Haare sind jetzt wieder schön, weil die sind ja schon wieder so lang geworden. Ich kann euch nicht sagen, wie meine Haare so schnell so lang wachsen. Die machen das einfach. Aber wollen wir uns mal nicht beschweren, ne? Ich brauche noch ein bisschen Leave-In Conditioner oder so. Ich nehme einfach wieder dieses Glow Balea Spray. Ich will eigentlich mal dieses richtige ausprobieren von Color Wow. Also das hier ist ja sozusagen der Dupe davon. Und ich finde das hier schon echt gut. Deswegen würde mich interessieren, ob das andere noch besser ist. Als ihr das schon mal ausprobiert habt, dieses silberne Color Wow Zeug. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Okay, ich führe jetzt nochmal schnell drüber. Dann machen wir weiter beim Tag. Haare sind trocken und weiter geht's zu etwas, wozu ich auch keine Zeit gefunden habe, während ich noch Schule hatte. Und zwar ist das Vinted-Pakete verpacken. Ich habe mir jetzt hier gerade so ein paar Kartons geschnappt. Ich muss mal gucken, wo ich diese Jeans reinkriege. Ich habe diesen Karton als Option. Das ist von so einer Mückenlampe. Das funktioniert sogar echt gut. Das ist so eine elektrische Lampe und da fliegen die Mücken rein und dann kriegen die einen Stromschlag und dann ist over. Aber ja, damit könnte ich jetzt meine Jeans verschicken. Ist zwar ein bisschen komisch, aber ich glaube, die passt halt nirgendwo anders rein.
die Leute denken wahrscheinlich, sie haben irgendwie eine Mückenlampe bestellt, aber dann ist die Jeans drin. Meine Winterpakete, die ich bestelle, kommen auch mal in den lustigsten Verpackungen an. Deswegen, ich glaube, das ist normal auf Vinted, aber ich weiß halt auch nicht, wo ich die sonst drin verschicken soll. Ich wollte euch immer kurz zeigen, das war von der Phase, wo ich immer alles auf Vinted gekauft habe, wie viele Bestellungen ich hier in meinem Vinted-Account habe. Guckt euch das mal an. Das habe ich alles auf Vinted gekauft. Das geht noch weiter. Guten Morgen, Leute. Wir haben jetzt schon den nächsten Tag und ich muss mich jetzt fertig machen, beziehungsweise ich habe jetzt schon ein bisschen mein Make-up gemacht. Muss ich noch anziehen, weil ich bin noch in meinem Schlafanzug. Ich habe jetzt eine neue Mission und zwar will ich jetzt zu Fahrschulen gehen und mir das mal anhören für den Führerschein, weil ich mich ja noch gar nicht so richtig informiert. Also ich weiß auf jeden Fall, dass man hier in Spanien nicht pflichtweise so Theoriestunden machen muss. Also man kann auch nur mit der App lernen und dann halt eben zum Theorietest gehen. Was ich ehrlich, um ehrlich zu sein, sehr gut finde, weil ich habe da nicht so Lust drauf auf Spanisch mehr diese Verkehrsschilder und so anzuhören, mache ich das lieber halt zu Hause. Und dann kann man halt den Theorietest auch auf Englisch oder Deutsch machen. Die Übersetzung soll ziemlich kacke sein, deswegen werde ich da nochmal in der Fahrschule fragen, ob die irgendwie Erfahrungen haben, ob es geklappt hat, wenn Leute das irgendwie auf Deutsch oder auf Englisch gemacht haben. Ich habe so eine Fahrschule empfohlen bekommen, wo schon 2 Freunde von mir sind. Da wollte ich auf jeden Fall hingehen und auch mal gucken, wie die Preise und so sind, ob das bei allen Fahrschulen gleich ist. Und dann gibt es auch so eine Fahrschule, die ist hier bei mir so ein bisschen im Ort. Da wollte ich auch vorbeischauen, weil dann wäre es ja vielleicht ganz praktisch, wenn die so nah an mir dran ist. Also ich weiß auf jeden Fall, dass der Führerschein hier in Spanien oder auf Mallorca viel, viel günstiger ist als in Deutschland. Also ich habe Freunde, die haben da 4.000 Euro für bezahlt. Und ich glaube, hier in Spanien kommt man hin mit 1.000 Euro für den Führerschein. Also kommt natürlich darauf an, wie viele Fahrstunden man braucht. Aber so im Generellen ist es halt viel günstiger hier. Und ich hatte auch keine Lust, halt in Deutschland zu machen mit so einem Schnellkurs. Das hätte mich auch irgendwie so gestresst. Und ich will jetzt lieber gechillt machen, dann sicher fahren können. Und ja, ich glaube, ich ziehe jetzt hier dieses T-Shirt an und dann einfach weiße Shorts dazu. Und falls meine Stimme sich anhört, ist, weil ich krank. Ich hatte gerade den Niesanfall meines Lebens. Ich habe ja so Hausstaubmilbenallergie. Und es war so schlimm heute Morgen, wirklich. Ich musste so oft niesen. Horror. Kann ich zieh mich jetzt mal eben an. That's the fit. Ich finde, damit sehe ich doch kompetent aus, als könnte ich auch Autochen fahren. Leute, ich weiß gar nicht, wie ich das gleich sagen soll. Hola, yo quiero conducir el coche. So möchte ich gleich aufkreuzen. Nee, aber ich würde sagen, ich gehe jetzt mal los. Ich bin mal sehr gespannt, was sie da so sagen. Und dann hoffe ich, dass ich bald starten kann. Dann müsst ihr von der Straße bleiben. So, wir sind da. Da oben steht's. Autoescuela. Jetzt muss ich die Spanischkenntnisse rausholen. Hier, Motorrad kann ich auch noch alles machen. Das will ich nicht. Ich will nur Autochen. Vale. Quiero información del carnet para conducir. Sí, ¿Coche? Coche, sí. Vale, dame un segundo. Ah, no es un clase. No, Y eso, el curso online es en inglés también. en inglés y en alemán también. Vale, muy bien. Y el examen también. Ich bin jetzt wieder zurück zu Hause. Ich war jetzt in insgesamt 2 Fahrschulen. Also erstmal in der, die mir Freunde halt empfohlen hatten. Und dann war ich auch bei einer, die hier direkt bei mir in der Nähe ist. Und ich bin jetzt ausgerüstet. Ich habe jetzt so ein Infoblatt bekommen mit den ganzen Preisen drauf und mit dem Ablauf, wie man das alles so machen muss. Und allein diese Fahrschul-App, die kostet in Deutschland 100 Euro. Und hier kostet die 25 Euro. Und zum Beispiel jetzt auch, um die Theoriestunden zu machen, also um diese Tests zu machen und so, nur 95 Euro. Und dann nochmal 190 Euro, um 2 Versuche für den Test zu haben. Ja, und dann 35 Euro für die Fahrstunden, also pro Fahrstunde 35 Euro. Ist viel günstiger als in Deutschland, deswegen mache ich das auch hier. Also ich habe auch mal überlegt, ob ich irgendwie so einen Schnellkurs machen soll in Deutschland, weil das haben auch viele Freunde von mir gemacht, aber da zahlt man bestimmt 4.000 Euro für. Und das hätte sich echt nicht gelohnt. Da kann ich das hier schön gechillt machen und ein bisschen auf Spanisch und so. Das ist schon besser. Kriegt das schon hin, Leute. Der Führerschein, der kann mir gar nichts. Die wissen nicht, wie viel ich auswendig gelernt habe innerhalb von der kürzesten Zeit für meine Bio-Arbeiten, Chemiearbeiten. Also wenn ich das jetzt nicht hinkriege beim ersten Versuch, dann zweifle ich an meiner Auswendig-Lernfähigkeit. Das kann nicht sein. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall 13:39 Uhr und ich dachte, ich sammle mich jetzt noch ein bisschen, weil später gehe ich mit Cheyenne nach Palma. Das Einzige, was wir mal machen, ist nach Palma gehen. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist halt so unsere Lieblingsaktivität. Wir gehen dann nach Palma und dann chillen wir da ein bisschen, gehen was essen oder Matcha trinken und ja, ich finde es halt super, jetzt wo ich keine Schule mehr habe, dann kann ich auch mal spontan nach Palma gehen, also jetzt einfach so mitten am Tag. Weil nach der Schule hatte man meistens doch keine Lust mehr, weil man manchmal erst um 16 Uhr zu Hause war. Und man muss halt auch sonst immer am Wochenende gehen, wenn es eh so voll ist. Und jetzt kann ich mitten in der Woche gehen, wann ich will. Das ist so toll, ich liebe das einfach. Irgendwie bin ich jetzt auch gar nicht mehr so gestresst. Also mein Stresslevel ist wirklich gesunken, seitdem ich keine Schule mehr habe. Das ist wirklich toll. Auch wenn ich manchmal noch so denke, oh, ich muss mal wieder in die Schule gehen, weil ich habe es einfach noch nicht realisiert. Ich denke manchmal, in 2 Wochen muss ich wieder da im Klassenraum sitzen. Aber es ist das beste Gefühl, wenn man dann merkt, dass man doch nicht mehr hingehen muss. Deswegen, ja, bin schon sehr happy. Ich überlege jetzt noch, an welche Fahrschule ich hingehe und so. Und dann
melde ich mich zeitnah an, damit ich dann auch die App benutzen kann. Übrigens, Leute, was ich noch gar nicht gezeigt habe, ich habe jetzt ein neues Hobby gefunden, wo ich keine Schule mehr habe. Und zwar benutze ich jetzt immer wieder Duolingo. Ich habe das ganz am Anfang, als ich nach Mallorca gezogen bin, immer benutzt, um Spanisch zu lernen, bevor ich halt in die Schule gekommen bin hier und bevor ich Spanischunterricht hatte. Und ich habe mir die App wieder runtergeladen. Ich lerne damit jetzt immer Holländisch. Und zwar habe ich mir überlegt, ich lerne einfach eine neue Sprache, weil ich mag das eigentlich so, über Apps so Sachen zu lernen und so, und es macht Spaß. Und ich hatte auch früher mal Spaß daran, meine Vokabeln zu lernen, über diese Vokabel-App, die ich hatte. Ich habe erst überlegt, ob ich einfach so Chinesisch lerne oder so, weil es einfach cool ist und das halt so eine kompliziertere Sprache ist, aber ich weiß nicht, ich glaube, das war zu schwer und es hat mir jetzt auch nicht so viel gebracht. Und ich habe überlegt, dass ich Holländisch lerne, weil ich bin ein Achtel Holländerin, Leute. Ja, also meine Uroma kommt aus Holland und meine Oma spricht auch Holländisch und meine Mama spricht auch ein bisschen Holländisch und so. Wir waren auch früher oft in Holland und wir haben ganz viele so Familienbücher, die auf Holländisch sind und ich kann sie nicht verstehen. Das ist richtig schade, weil wir haben so ein ganz fettes Buch, das hat meine Oma mir letztens gezeigt. Da haben so Verwandte, also meine holländischen Verwandten da von meiner Oma, so die ganze Familienchronik aufgeschrieben auf Holländisch und ich würde es voll gern verstehen und ich kann es auch ein bisschen so verstehen, das ist ja ziemlich nah an Deutsch dran, aber ich kann es halt auch nicht sprechen und ich dachte, wenn meine Oma auch ein Haus hat in Holland und so, wäre es ganz cool, wenn ich so ein bisschen die Sprache könnte und dann dachte ich mir, lade ich mir nochmal Duolingo runter und bin noch nicht so weit, Leute. Bin gerade noch hier bei dem Essen und so. Aber wir machen jetzt mal eine neue Session. Ich mache das immer so, keine Ahnung, 10, 20 Minuten am Tag und ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich das besser kann. Wir machen jetzt hier mal meine Lesson. Ich trinke Milk. 5 in a row. So. Das ist irgendwie voll so die Mischung aus Englisch und Deutsch einfach. Okay, 10 in a row. Ja. Ich mache jetzt hier noch meine Lesson weiter. Ich werde jetzt nur mal kurz zeigen, was so mein neues Hobby ist. Und ich will meinen Streak nicht abbrechen. Ich kriege immer so Benachrichtigungen dann und dann will ich es immer weitermachen. Deswegen ist es eigentlich voll Spaß. Und ja, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, welche Sprache ich noch lernen könnte, schreibt mal gerne in die Kommentare oder ob ihr irgendwie eine Sprache so zum Spaß lernt oder so. Mal sehen, wie lange es dauert, bis ich das verstehe. Ich glaube, ich habe noch so 1,5 Stunden Zeit, bis ich los muss und dann geht's nach Palma, Acai Bowl essen. Das ist jetzt mein Outfit für Palma. Ich habe einfach hier dieses lange Kleid angezogen, weil das ist eigentlich schön luftig, aber ich finde, es sieht trotzdem süß aus. Und ich brauche noch meine Tasche und dann kann ich losgehen. Bin, glaube ich, ein bisschen overdressed dafür, dass wir nur Acai Bowl essen gehen. Wir sind jetzt unterwegs zum Acai Bowl Laden und es ist wirklich viel zu warm, aber ich hoffe, es lohnt sich wenigstens. Und wir probieren sowas Neues aus und wir müssen hier rein, das ist neu. Also eigentlich ist es so ein Pilates-Studio, aber da soll es richtig gute Acai Bowl geben. Pilates, Coffee, Matcha, more. Warte, guck mal, die haben sogar hier Lululemon Sachen, die kann man im Store kaufen. Ich finde es irgendwie cool. Und dann gibt es hier so Acai Bowl im Glas. Weil es so warm ist. Wir haben uns jetzt hier draußen hingesetzt, da drin war es so warm und ich finde es irgendwie cool, dass es in so einem Glas kommt. Ich muss es jetzt mal aufmachen, dann machen wir Taste Test. Wir müssen mal Pilates machen. Da drin kann man nämlich auch Pilates machen. Banane, Acai, die haben sogar so Chiasamen, die mache ich mal in mein Porridge rein. Das ist lecker. Sieht auch richtig cool aus in der Vor allem haben die so, wie heißt das? Erdnussbutter da drin. Leute, das ist richtig geil. Approved. Ich würde sagen, 10 von 10, Leute. Ich muss jetzt aus Sephora, Leute, meinen Lieblings-Banner kaufen. Ich bin so satt von dieser Acai Bowl. Ihr wisst nicht, das war so viel. Okay, ich bin jetzt schon seit etwas längerem wieder zu Hause und wie ihr seht, bin ich im Fußball-Look. Ich habe mein Trikot an, was ich mir gekauft habe, für 20 € am Ballermann. Ich finde es sehr cool, in dieser blauen Farbe. Und wir gehen jetzt Fußball schauen bei Freunden. Also schon das zweite Spiel, was wir uns jetzt angucken. Ich bin richtig in der WM drinne, invested dieses Mal. Ich weiß alles, nur noch nicht, was abseits ist, aber das ist egal. Auf jeden Fall in der Stadt war es sehr schön. Der Acai Bowl Laden war echt lecker und ich wollte euch noch kurz zeigen, was ich für Sephora gekauft habe. Also ich habe wirklich nur meinen Lip Liner gekauft. Bin sehr stolz auf mich, dass ich nicht noch andere 10.000 Sachen gekauft habe. Das ist der Pillow Talk von Charlotte Tilbury von der Charlotte. Bester Lip Liner, Leute, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Der hält auch sehr lange. Und ja, genau, jetzt habe ich gerade eben noch Muffins gebacken. Ich habe so Lust gehabt auf Blaubeermuffins und auf so Schokomuffins, also so Muffins mit so Schokotröpfchen. Und ich habe eine neue Errungenschaft. Und zwar habe ich jetzt ein Körbchen und ich nenne es mein Brie-Körbchen. Für alle, die Desperate Housewives geguckt haben, wissen Sie, wovon ich rede, weil da ist so eine Charakterin in dieser Serie, die backt immer so viele Sachen und dann nimmt sie so ein Körbchen mit und packt da ihre Sachen rein und die ist voll cool. Und ich wollte auch unbedingt so ein Körbchen haben und ich habe letztens beim Einkaufen eins gefunden. Deswegen
dachte ich mir, bin ich jetzt auch mit Körbchen unterwegs und ich habe jetzt hier die ganzen Muffins reingemacht. Also ich habe einmal Blaubeermuffins und einmal Schokomuffins gemacht. Ja, die können wir gleich snacken, würde ich sagen, beim Fußballschauen, weil was ist Fußballschauen ohne Snacks? Ich bin da für die Snacks und ich bringe die Snacks mit, deswegen... Ich habe jetzt hier noch diesen weißen Rock dazu an. Finde ich sehr cute. Und ja, ich würde sagen, ich beende den Vlog jetzt hier auch mal. Also ich freue mich jetzt über die ganzen neuen Sachen, die ich machen kann, wo ich keine Schule mehr habe. Und ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen, dass nicht nur noch Lerncontent kommt. Ich weiß, viele vermissen auch den Lerncontent. Aber ich vermisse das Lernen gerade noch nicht, Leute. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich sehr über einen dicken Daumen nach oben freuen. Und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Dann schaffen wir vielleicht die 1 Million Abonnenten bald. Da würde ich mich voll freuen. Und ja, ich freue mich jetzt aufs Spiel und auf meine Muffins. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye, bye, Leute. Danke fürs Zuschauen.